Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um die sogenannte Öltemperatur oder genauer um die Öltemperaturanzeige. Und zwar haben wir schon viele Anfragen von euch bekommen, ob es denn nicht irgendwie möglich ist, die Öltemperatur beim eigenen Mazda auslesen zu können. Hintergrund ist der, dass es zwar eine Temperaturanzeige im Tacho gibt, das ist allerdings die Kühlmitteltemperatur und von der Kühlmitteltemperatur kann man nur schwer auf die Öltemperatur schließen. Das ist ein Indiz, aber eben keine definitive Aussage. Und Mazda hat nun zugehört und hat tatsächlich bei den neuen Modellen von Mazda CX-30 und Mazda 3 Modelljahr 2024, so circa ab Produktion Ende 2023, eine Öltemperaturanzeige integriert. Die ist nicht im Tacho, sondern im Mazda Connect System, ein wenig versteckt. Und das zeige ich euch jetzt hier gleich mal am Beispiel von diesem CX-30. Ich hätte gesagt, wir springen rein und schon geht's los. Bevor ich mit der Öltemperatur anfange, möchte ich euch hier noch ein paar Informationen zur Kühlmitteltemperaturanzeige geben. Wir haben hier in dem Fahrzeug tatsächlich noch eine Kühlmitteltemperaturanzeige, also einen richtigen Zeiger. Es gibt aber auch einige Modelle, wie zum Beispiel den Mazda 2. Da gibt es gar keine Anzeige mehr, sondern nur noch eine Informationslampe. Das heißt, wenn ihr den Motor startet, Motor ist kalt, dann seht ihr so eine blaue Lampe, das heißt Kühlmitteltemperatur ist noch kalt. Nach ein paar Minuten geht die Lampe dann einfach aus, dann ist alles okay. Und sollte die Lampe wirklich mal rot sein, dann wird auch noch eine Warnung dazu kommen, dann bedeutet es, dass hier das Kühlmittel zu warm ist. Dann muss man wirklich stehen bleiben und kontrollieren, warum. Meistens fehlt dann irgendwo Kühlwasser oder man hat eben Kühlwasserverlust. Hier haben wir tatsächlich noch eine ganze Anzeige, ist natürlich ein bisschen schöner zum Lesen, macht ein bisschen mehr her. Und wir sehen hier also eine normale Skala, ihr seht schon den Zeiger. Und der Zeiger bewegt sich also normalerweise, wenn man fährt, so circa in der Mitte. Jetzt steht hier keinerlei Temperaturskala da, aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass mittig so circa zwischen 90 und 100 Grad ist. Das ist auch tatsächlich je nach Auto ein bisschen unterschiedlich. Ganz wichtig ist auch hier, die Temperatur vom Kühlmittel kann natürlich auch schwanken, abhängig von der Last. Wenn ihr also zum Beispiel mit einem Hänger fahrt, wird wahrscheinlich die Kühlmitteltemperatur höher sein. Haben wir draußen 35, 40 Grad, wird es auch ein bisschen höher sein als zum Beispiel im Winter. Oder wenn man eben sehr schonend fährt oder sehr viel rollt. Das ist ganz, ganz normal. Jetzt haben wir natürlich die Kühlmitteltemperatur. Da kann man jetzt schon daraus schließen, dass der Motor wahrscheinlich jetzt schon bald betriebswarm ist. Aber es gibt natürlich auch viele Kunden, die sich fragen, ja, wie warm ist denn tatsächlich das Öl? Denn normalerweise hinkt die Öltemperatur der Kühlwassertemperatur etwas hinterher. Und eigentlich sagt man, dass wenn die Öltemperatur so ab 80 Grad ist, dann darf man eben den Motor voll belasten. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn man hier eine Anzeige hätte. Mazda hat zugehört und hat tatsächlich jetzt diese Anzeige hier in diesem Mazda Connect System integriert. Und ich zeige euch gleich mal, wie ihr die finden könnt. Wir gehen jetzt hier ins Hauptmenü, da bin ich auch schon. Und da befindet sich hier oben der Menüpunkt Informationen. Und jetzt haben wir hier zwei Menüpunkte bei diesem Modell. Wir gehen auf Fahrzeugstatus Überwachung. Und hier, ja, da wird man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten, unter Erwartungsdetails seht ihr schon die Motoröltemperatur. Wir sehen jetzt hier 40 Grad. Das Ganze funktioniert in 5 Grad Schritten, also ist nicht ultra genau, aber es reicht absolut aus, um hier zu wissen, wie warm die Temperatur ist. Und als wir gerade das Auto gestartet hatten, bevor wir die Videoaufnahme angefangen haben, dann war tatsächlich hier eben 5 Grad gestanden. Das war jetzt hier aktuell die Außentemperatur. Ja, und dann könnt ihr hier natürlich super sehen, wie warm eben das Öl ist. Was ist denn so eine normale Öltemperatur? Wann kann man also den Motor wirklich voll belasten? Man sagt hier so circa ab 80 Grad und normale Temperaturbereiche sind so zwischen 80 und 120 Grad. Es kann natürlich auch hier sein, abhängig von der Last und auch von der Außentemperatur, dass man mal über 120 Grad hat oder wenn ihr eben lange Vollgaspassagen habt, dass das eben auch mal 140 Grad sein könnte im Extremfall. Normalerweise geht die Temperatur dann aber auch schnell wieder zurück. Es kann aber auch sein, bei sehr kalten Außentemperaturen, ihr rollt sehr viel, dass wir unter 80 Grad grundsätzlich erreichen. Das wäre auch eben vollkommen normal. Und wenn ihr eben dann ja, sehr flott fahren wollt, dann könnt ihr bei diesem Modell eben beim Fahren schnell ins Menü reingehen, nachschauen, ob ihr jetzt schon genügend Öltemperatur habt und dann könnt ihr natürlich dem Auto auch mal, ich sag mal, die Sporen geben. Ja, ihr seht gerade schon, jetzt haben wir hier 45 Grad, das ist also gerade wieder 5 Grad hochgegangen und wenn ich jetzt hier ein bisschen fahren würde, würde das natürlich auch wesentlich schneller gehen. Wenn wir jetzt hier 45 Grad sehen, schauen noch mal ganz kurz hier hin, dann kann man das mal so ein bisschen abgleichen. Ja, dadurch, dass wir jetzt wirklich stehen, decken sich diese zwei Temperaturen doch relativ gleich. Normalerweise beim Fahren wäre es so, dass eben die Kühlmitteltemperatur etwas schneller ansteigt als die Öltemperatur. So, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder einen interessanten Tipp geben. Ich hoffe natürlich, dass diese Funktion jetzt auch bei den anderen Modellen vielleicht noch durch ein Update reinkommt. Das wäre natürlich klasse. Im Moment, wie gesagt, nur bei Mazda 3 und CX-30 Modelljahr 2024 vorhanden. Aber ich hoffe und denke, dass das dann auch in den zukünftigen Modellen integriert sein wird. Wenn euch dieser Tipp gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Freut uns natürlich sehr. Habt ihr noch Fragen, schreibt es wie immer in die Kommentare rein.
Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.